Hey ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal seit langem wieder auf Deutsch, weil ich mir überlegt habe, das mache ich jetzt relativ spontan. Ich habe keine Lust, mir jetzt ein Skript zu schreiben. Wie einige von euch wissen, bin ich letztes Jahr umgezogen und mein Bastelzimmer ist endlich fertig. Daher dachte ich, das ist die perfekte Gelegenheit, endlich meine Roomtour zu starten und euch meinen Hauptraum zu zeigen, wo ich nähe, bastle, meine Videos drehe, meine Perücken style und auch sonst irgendwie alles mache, was mit Cosplay zu tun hat. Da es jetzt aber langweilig wäre, euch nur dieses eine Zimmer hier zu zeigen, dachte ich mir, es ist bestimmt interessant, wenn ich euch den einen oder anderen Tipp zum Thema Organisation und Ordnung fürs Bastelzimmer mitgebe. Und ja, darum wird es heute gehen. Kurzer Tipp noch am Rande. Ich werde versuchen, euch nach Möglichkeit alles in der Infobox zu verlinken. Einige Sachen habe ich aber schon sehr lange, darum weiß ich nicht, ob es die unbedingt alle noch gibt. Schaut einfach mal vorbei und wenn ich irgendwas vergessen sollte, dann schreibt mir gerne in den Kommentaren. Daher würde ich sagen, lass uns einfach mal loslegen und wir fangen direkt mit der Wand hinter mir an. Ich habe mir damals diese schönen Lochwände bei Ikea gekauft und das ist ein System, das ich persönlich sehr stylisch und auch praktisch finde. Denn hier gibt es eine Menge an Zubehör, mit denen ihr gerade Kleinkram super verstauen könnt. Zum Beispiel gibt es hier kurze als auch sehr lange Haken zum Aufhängen von Nähzubehör, Scheren, Draht und vielem mehr. Ich mag auch diese Rollenhalter sehr gerne, auf denen ich meine Klebebänder sortiere. Dieser eignet sich aber auch hervorragend für Schnüre oder Wandrollen. Zudem habe ich noch einige dieser Acryl-Schiebeboxen und Clips, mit denen man Notizen, aber auch Arbeitshandschuhe super befestigen kann. Hier habt ihr super viele Möglichkeiten, da sich dieses System immer wieder verändern und vor allem erweitern lässt. Direkt neben meinen Lochwänden habe ich 2 Bretter mit Garnrollen. Die habe ich in der Tat selber zusammengeschraubt, dafür braucht ihr nicht mehr als ein altes Holzbrett, ein paar lange Schrauben oder Nägel und 2 Haken zum Aufhängen. Ich habe das Brett damals noch mit einem Tapetenrest beklebt und die Köpfe der Schrauben mit einer Flex abgetrennt. Auf der anderen Seite habe ich zudem 2 Magnetwände, die ich hauptsächlich für anstehende Projekte nutze. Hier sammle ich zum Beispiel Stoffmuster, Referenzfotos und auch Vorlagen. Alternativ kann man aber auch sehr gut mit Pinnwänden aus Kork arbeiten. Eins meiner persönlichen Lieblinge ist mein altes Kallax-Regal, das vor einiger Zeit ein Makeover bekommen hat. Die Türen und Schubladen habe ich ebenfalls mit Tapete beklebt. In diesem Regal verstaue ich zum Beispiel meine Nähutensilien, hierfür nehme ich besonders gerne diese kleinen Acrylboxen. Super eignen sich auch diese Perlenboxen zum Sortieren von Ösen, Druckknöpfen, Nieten oder Knöpfen. Obendrauf stehen meine Stifte, Modellierwerkzeuge, Scheren und Cutter. Ein bisschen Deko darf hier natürlich auch nicht fehlen, daher habe ich mir vor kurzem passend zu meinen Stiftebechern diesen schönen Buchständer und die Stecktafel gekauft. Kommen wir zu meinem persönlichen Stauraumwunder. Dieses super billige Holzregal befindet sich direkt hinter meiner Tür, denn auch dieser Platz soll nicht ungenutzt bleiben. Gerade bei kleinen Räumen solltet ihr immer in die Höhe bauen, um möglichst viel verstauen zu können. Mein Freund hat das Regal lieberweise mit Alpina-Weiß gestrichen, damit es zum Rest der Einrichtung passt und ist bei der Gelegenheit auch gleich an der Wand festgeschraubt, da es einiges an Gewicht aushalten muss. Ich verstaue hier alles in verschiedenen Klarsichtboxen aus dem Bürobedarf, die man passend übereinander stapeln kann. Jede Box ist etikettiert, damit ich schnell das finde, was ich gerade suche. Hier lagere ich zum Beispiel meine Stoffe, Perücken, Farben, Nähzubehör und vieles mehr. Da wir gerade bei Klarsichtboxen sind, dies ist eine meiner Lieblinge, ebenfalls aus dem Bürobedarf. Hier kann man verschiedene Hängeregister einsortieren, die in meinem Fall für meine Schnittmuster genutzt werden. So behalte ich auch hier immer den Überblick über meine bisherigen und kommenden Projekte. Ja, wir befinden uns noch immer an der Wand, die ihr im Intro hinter mir gesehen habt. Hier steht nämlich auch mein Zeitschriftenhalter. Diesen nutze ich natürlich nicht für Zeitschriften, sondern für meine Schneidematten, Pappen, PVC-Platten, Schaumstoffplatten und vieles mehr. Da sich nicht alle Materialien aufrollen lassen, ist dies eine sehr einfache und dennoch schicke Variante, um verschiedene Platten zu verstauen. Hier solltet ihr aber auf jeden Fall darauf achten, ein Modell zu kaufen, das an den Seiten offen ist, sodass ihr auch breitere Platten verstauen könnt. Kommen wir zu meinem eigentlichen Arbeitsbereich, mein Nähtisch. Dieser ist nichts weiter als ein alter Schrank, auf dem wir eine tiefe Arbeitsplatte geschraubt haben. Gerade beim Nähen braucht man eine gewisse Arbeitstiefe, was das Arbeiten besonders angenehm macht. Diesen Tisch nutze ich aber zum Beispiel auch zum Basteln. In dem Fall kommen meine Nähmaschinen in die Ecke und ich lege eine große Pappe auf die Arbeitsfläche, um alles sauber zu halten. Ich werde hier des Häufigeren gefragt, wo und wie ich meine stark gestylten Perücken lagere. Hier kommt die Antwort. Da viele dieser Perücken relativ schwer und vor allem empfindlich sind, stecke ich sie jeweils auf einem Styroporkopf fest. Damit sie stabil auf dem Regal stehen, habe ich hier einige Möbelfüße montiert, die es bei Ikea in 2 Höhen im 4er-Pack zu kaufen gibt.
Normalerweise schütze ich diese zusätzlich mit einer Plastiktüte. Auf der gegenüberliegenden Seite meines Zimmers befindet sich mein Schreibtisch, den ich mir mit meinem Freund teile. Hier bearbeite ich meine Fotos und schneide natürlich meine YouTube-Videos. Zu guter Letzt möchte ich euch noch einen kleinen Einblick in meinen Foto- bzw. Filmbereich geben, der sich auf der anderen Seite befindet. Mein Studio baue ich in der Regel komplett ab, da es fast den ganzen Raum einnimmt. An der Wand befinden sich meine Hintergründe, die ich bei Bedarf abrolle. Wenn ihr euch hierzu ein detaillierteres Video wünscht, schreibt mir gerne in die Kommentare. So, wir sind schon am Ende des Videos angekommen. Ich danke euch fürs Einschalten. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare unten drunter. Ich hatte Spaß, war ein Video, was ich nicht so alltäglich mache. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder lasst mir ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal.